hieß die Insel? Jetzt geht's zurück ins Hotel. Bruder wollte schlafen. Ich hatte aber weiter geschlafen. Schon wieder überhaupt nicht vorbereitet, nichts geladen. Der Videograf baut wieder Scheiße. Aber? Was sagen Sie dazu, Madame? Perfekt. Perfekt. Sonne ist gerade aufgegangen, Tag startet. Wie hieß die Insel, auf die Fiona und ich jetzt fahren? Wunderschön. Ja? Auch wenn es meine gestellte Frage nicht beantwortete, konnte ich es später absolut bestätigen. Ja, sauberer, kleiner und touristischer. Also die Erwartungen bei mir sind hoch, weil die Mädels gesagt haben, ey, das ist um einiges schöner als der Ort hier. Wo habe ich Farbe bekommen? Alter Schwede! Julian! So, der Mann hat Hunger. Wie sieht's bei dir aus? Wir machen jetzt Sport. Und zwar, wir machen eine Challenge. Von Sonny Bonnie zu Heidi Klamm. Oh la la, Mademoiselle, oh la la. So, early morning in the road. Keiner auf den Straßen, nur wir. Just us. So, die Matschepampe ist da, seitdem ich auf der Insel angekommen bin. Das ist nie weggegangen. Das ist ein Bad. Aber wir sind ja nicht aus Zucker. So langsam erwachte die Insel aus ihrem Morgenschlaf und die ersten bekannten Gesichter kamen uns schon entgegen. Morning. Ja, das war der absolute Besowski. Nicole und Sonja waren beides begeisterte Taucher und waren hauptsächlich damit beschäftigt, den nächsten guten Spot zum Tauchen zu finden. Ich hatte für mich vor einigen Jahren schon die Entscheidung getroffen, dass Tauchen nicht zu meinen Passionen gehört. Genau. Ich glaube $6. Echt? Boah. Ja. $6 Ist viel? verhältnismäßig. Oder vielleicht auch nur 4. Ich glaube vielleicht 4 fürs Frühstück und der Kaffee $1, sowas. Und bei ich glaube, wir sind falsch. Ne, wir müssen hier rechts jetzt. Rechts. Rechts. Das ist auch wunderschön, Dinger. Hey. Na, hat echt was. Hier ist ein Kanu, was wir uns eigentlich nehmen können. Das ist das, was Tiberius meinte auch. Ja, vorne am Pier liegt eins, das könnt ihr euch nehmen. Funktioniert das überhaupt noch? So, das ist unser regular Frühstücksspot. Good morning, guys. Guten Morgen. Kleine Pushens. Es tat mir so gut, entspannt in den Tag zu starten, meiner Seele freien Lauf zu lassen. An einem wunderschönen Ort mit wunderschöner Natur und kleinen Lebewesen, die meinen Weg kreuzten. Mit jedem Tag merkte ich, wie ein Stück mehr Stress und Anspannung von mir Die abfiel. Läden gehen hoch. Herrlich. Good morning. Hallo kleine Kutschenberger. Am Tag zuvor hat es genau wegen dieser Katze ein kleines Drama gegeben, als eine etwas verrückte Frau die Katze am Nacken packte und quer durchs Restaurant schleuderte. Und Sonja und Nicole ihr natürlich sofort einen Einlauf gaben. Hier habe ich ein ganz liebes Pärchen gefunden. Die haben mir so viel auf der Insel gezeigt. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Nächstes Jahr wieder. Haben wir ein Treffen irgendwann mal für nächstes Jahr. Gerne. Ihr Lieben. So, tschüss. Ciao, ciao. Danke. Jetzt geht's zurück ins Hotel. Tasche packen, weil wir müssen um 11 Uhr müssen wir auschecken und die Fähre geht um 11. Ich glaube, ich bin nicht typisch jemand, der hier Recommendations gibt, wo man essen kann und was wie wo ist. Ich gebe euch immer meine allgemeine Erfahrung, wie mir ein Ort gefallen hat. Aber jeder muss seine Erfahrungen im Leben selber machen. Weil ich kenne viele Menschen, die reisen und sich dann 1000 Videos angucken und sich davon ein Bild machen, wie ein Ort wäre. Aber ihr könnt selber Sachen immer nur beurteilen, wenn ihr da wart. Because life happens while you're busy doing things, right? Es tat mir einfach unglaublich gut, Zeit mit mir zu verbringen.
In einer Umgebung, die mich nicht an meine Vergangenheit erinnert und nicht die gleichen Bilder hervorruft, die immer wieder den gleichen Teufelskreis hervorbringen. Weil ich den Tag nicht im Zimmer verbringe. Ein relativ simples, spartanisches Zimmer mit 2 Betten, eine Klimaanlage, die nicht fehlen durfte, ein kleiner Kleiderschrank und ein relativ sauberes Badezimmer. Was brauche ich denn mehr? Und deshalb habe ich euch auch die Möglichkeit, mehr zu zeigen. Jetzt zieht eine richtige Show ab für die Leute. Ey, wie geil, Alter. Was ist denn mit dem los, ey? Die Malediver an sich waren unglaublich angenehme Menschen und hatten einfach einen sehr, sehr chilligen Lebensstil. Als wir vorne am Hafen uns für einen kleinen Café hinsetzten, beobachteten wir die Jungs, wie sie mit ihrem Papagei spielten. Es war einfach ein ganz anderes Leben hier draußen. Ein ganz anderes Tempo. Hallo, wie geht's dir? Brudi! Hallo, Brudi! Was machen Sie? So, Fiona und ich lassen uns jetzt von einem kleinen Boot auf einer Sandbank droppen. Wir wollten eigentlich mit dem Kanu hinfahren, dann dachten wir uns, nee, komm, wir fragen die Locals mal, ob die das machen. Na, haben sie gesagt, für einen 20er droppen die uns da jetzt. Wenn du Menschen verlierst, die dir nahestehen und die dich dein ganzes Leben lang begleitet haben, dann verlierst du auch sicherlich immer ein Stück Identität. Mitten des Ozeans einfach auf einer Sandbank. Natürlich zählt in erster Linie, was du über dich denkst. Aber wir definieren uns sicherlich über die Menschen, mit denen wir uns umgeben und mit denen wir diesen Lebensweg beschreiten. Aber wenn ein Großteil dieser Menschen nicht mehr da ist, musst du dich einfach neu definieren. Ich bin so froh, dass wir das noch gemacht haben, bevor wir hier abreisen. Onto my private beach! Ich glaube tatsächlich, ich gehöre gerade zu den 0,1% glücklichsten Menschen auf diesem Planeten. Vielleicht noch ein paar Mönche, aber ansonsten kommen nicht viele daran. Hätte mir jemand vor einem Jahr gesagt, dass ich mich so fühle, wo ich mich befinden werde, ich hätte gesagt, du bist verrückt. Ich bin so glücklich, ich schätze mein Leben so sehr. So, schönen Tag auf der Sandbank verbracht. Wir fertig machen uns jetzt weiter. Die Fähre steht schon bereit. Ab nach Bukarest. Irgendwas passiert mit mir. Jedes Mal, wenn ich mich weit raus in die Wildnis bewege. Ein Teil meiner Seele, ein Teil meiner Persönlichkeit, dem ich so lange nicht zugehört habe. Mir war der Zwiespalt in mir selbst anscheinend sehr lange nicht bewusst. 2 Nationalitäten, 2 Arten zu denken. Ein Teil denkt mit dem Herz, der andere Teil mit dem Kopf. Ab die Post. Abgeholt von so einem kleinen, wie soll man das nennen? Was ist das hier? Tuk-Tuk?
jetzt werden wir hoffentlich zu unserem Resort gebracht. Guck mal, das Pier sieht genauso aus wie bei uns, wo wir gerade waren. Aber jetzt sind wir beim Umbau, habe ich das Gefühl. Ja. Also knappe Stunde Fahrt mit der Fähre. Und jetzt sind wir in Okolas. Mal gucken, was uns hier erwartet. Der Puxi hat ein kleines Nickerchen gemacht, ne? Aber ich bin froh, auch jetzt mal kurz einfach mal eine Ruhepause einzulegen. Ich bin relativ kaputt. Wie heißt unsere Bleibe? Das wieder. So, wir sind in unserem neuen kleinen Resort angekommen. Voll schön. So ein bisschen dschungelhaft. Die Zimmer sehen auch mega nice aus. Geil. Fiona hat schon einen Welcome Drink. Yeah, his own sweet for you. You go with me. Was hast du da Feines gefunden? Ein Äpfelsäftchen. Hello, kai Roman Viro ata. Also, da unser eigentliches Hotelzimmer direkt an der Baustelle liegt, wurden wir jetzt umgesiedelt. Also, wir ziehen jetzt von dem Resort wieder um, weil wir ein ruhigeres Zimmer bekommen. Auch wenn ich die Anlage hier eigentlich echt mag. Aber ey, alles für einen guten, gesunden Schlaf. Very good service, really. Thank you. You're welcome. Because otherwise, if I put the draw, We would have discussed with you. You would have to go down with the price. You need help? Oh, no, it's okay. You can go. Thank you so much. Very welcome. okay. So, das ist unser Zimmer. We made it. Ahmed, thank you for your service. See you later. See you next time. 7 o'clock, huh? Yeah, 7 o'clock. Shukran Awi. Okay. Assalamu alaikum. So, Fiona hat sich gleich mal eine Runde schlafen gelegt, weil wir sind auch früh aufgestanden. Aber ihr kennt mich. Ich muss sofort erkunden, wo ich bin. Ich mache mich jetzt direkt an den Strand. Die Insel ist halt wesentlich kleiner. Ich glaube, man braucht von einer Seite zur anderen vielleicht maximal 5 Minuten. Das heißt, man hat auf beiden Seiten direkt Strand. Und ihr dürft nicht vergessen, wir sind umgeben von Wasser. I'm so fucking blessed. I'm so fucking blessed. Ich stellte aber schnell fest, dass all diese kleinen lokalen Inseln sich total auf Tourismus vorbereiteten und überall Baustellen waren. Aber ehrlich gesagt war mir der ganze Lärm im Nachhinein gar nicht aufgefallen. Welcome to Okolas. Paradise number 2. So, der Baxi sucht sich jetzt irgendwo ein schönes Plätzchen. Also es ist auf jeden Fall viel touristischer, das sieht man schon. Viel mehr Leute, Strand liegen. Also es ist auf jeden Fall mehr auf Tourismus ausgelegt als die ersten. Die waren ein bisschen traditioneller, ein bisschen lokaler. Und hier gibt es 360 Grad Bikini Beach. Weil ihr dürft nicht vergessen, es ist immer noch ein muslimisches Land. Und nicht überall ist es in Ordnung, freizügig zu sein. Und das betrifft Frauen sowie Männer. Ich würde gerne ein kleines Nickerchen im Schatten machen. Aber wenn nicht, knalle ich mich auch in die Sonne. Oh ne, da habe ich einen nicen Spot gefunden. Da pflanze ich mich jetzt hin. Father, forgive me, for you know that I'm always sinning. I take no witch's body in with liquor, fucking nemesis. Excuse my language, that's a hang up on how shitty I've been feeling. I'm sorry, I feel no attraction, and now that it's been a bit. 'Cause I've been so long, so long. Oh, 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 yeah. 'Cause I've been so long, so long. Oh, 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 yeah, yeah. Wenn es eins gibt, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, dann dass Glücklichsein eigentlich nur eine Entscheidung ist und von keinerlei Zeit abhängig sein sollte. Doch als meine Mutter vor fast genau einem Jahr verstarb, fiel es mir fast unmöglich, diese Entscheidung nochmal zu treffen. Die Jahre zuvor hatte ich schon 2 weitere wichtige Menschen in meinem Leben verloren. Und rückblickend war das eigentlich schon der Beginn eines neuen Kapitels in meinem Leben. Noch am gleichen Tag verlor ich den Ring meiner Mutter im Meer. Es war der Ring, den meine Mutter getragen hatte, als sie verstarb. Ich stand mindestens eine halbe Stunde im Wasser und wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Ich weiß noch ganz genau, wie ich nach oben in den Himmel geblickt habe
und mich gefragt habe, ob mir irgendjemand gerade ein Zeichen geben will. Eigentlich hätte ich direkt losheulen können, aber irgendwas gab mir das Gefühl, dass es okay war. Das ist jetzt der Spot hier. How do you know? Von der Insel bei Nacht zeigen.